Liebe Zuseher, mein Name ist Christoph Tripp und ich möchte euch etwas gestehen. Die Geschichte einer Legende ist anders, in vielerlei Hinsicht. Als Erklärung: Es handelt sich um ein crossmediales Konzept. Der nachfolgende Film wird also nicht die komplette Geschichte erzählen, er stellt den ersten Teil dar, und ein Buch, welches zurzeit gerade in Arbeit ist, wird sie fortsetzen und letztlich zu Ende erzählen. Weiters wird der Film durch die Augen eines Kindes dargestellt. Ich würde deshalb vorschlagen, dass ihr versucht, alles, was ihr bisher als Erwachsene erlernt habt, eure Vorahnungen, euer aufgeschlossenes Weltbild und eure Erfahrungen, so gut es geht abzulegen und versucht, gemeinsam mit mir wieder ein Kind zu sein. Versucht euch zu erinnern, wie es war, als ihr gespielt habt, mit welcher Bewunderung und Neugier ihr die Dinge angegangen seid und vor allem, wie schmal der Grat zwischen Gut und Böse war. Kindliche Erfahrungen sind bewusster, intensiver und unvoreingenommen. Kinder sehen die Dinge nicht nur durch ihre Augen, sondern sie nehmen sie mit allen Sinnen wahr, durch die Intuition. In jedem von uns schlummert dieses innere Kind, und falls es sich in den folgenden 39 Minuten zeigt, so bitte ich euch, es nicht zu unterdrücken. Danke. Es gibt Erinnerungen, bei denen man sich fragt, warum sie nicht wie die anderen verdrängt wurden. Ich denke, dass genau diese Geschichten erzählt werden müssen. Es gehört dir nicht. Du kannst es nicht kontrollieren. Niemand kann es. Außer ich. Das ist nicht wahr! Hättest es besser nie gestohlen, du undankbarer Tölpel. Mal sehen, wie tapfer du wirklich bist. Na? Wohin des Weges, kleiner Freund? Dich verfolgen bestimmt keine bösen Erinnerungen. Du hast ja das Schönste noch vor dir. Und du? Bist jetzt schon am Verdursten? Wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen. Gerne würde ich meine Geschichte mit den Worten „Es war einmal“ beginnen, denn folglich enden diese meist gut. Aber dies ist kein Märchen. Es ist die Erinnerung an meine Kindheit. Eine wunderbare Freundschaft und ein entscheidender Fehler, der alles veränderte.
Dies ist also meine Geschichte. Das heißt, nein, ich war nur Teil der Geschichte. Eigentlich ist es die Geschichte von einem außergewöhnlichen Jungen namens Tobi. Okay, Rupert, der Weg ist frei. Nein, das geht nicht. Wenn wir nicht rechtzeitig beim Beet sind, dann wird sie es zerstören. Rupert, was machst du? Er war immer schon irgendwie faul. Ich hab doch gesagt, schnell! Wieso versuchst du dich anzuschleichen? Mist! Was? Oh nein! Du bist verletzt! Vorsicht, vielleicht ist es was Schlimmes. Hast du dir wehgetan? Nichts passiert. Danke. Aber wer bist du? Ich bin Karl. Ich bin Tobi. Aber Mama hat mir verboten, mit Fremden zu reden. Dann meint sie bestimmt eine Erwachsene. Du darfst mit niemandem reden? Und wer ist das? Das ist Rupert. Ich muss ihn so schnell wie möglich verarzten. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, nimm du sein Bein. Mama darf nicht merken, dass ich mit Rupert gespielt habe. Sonst wird sie sehr böse. Kannst du mir mal helfen? Wieso? Ich weiß nicht genau. Sie sagt, es ist Zeitverschwendung. Ich soll endlich vernünftig und erwachsen werden. Genau wie mein Papa. Er sagt auch immer, lass das, hör auf damit, sei vorsichtig, die Welt ist kein Spielplatz. Schicker Hut. Danke. Ist der auch so streng? Wer? Dein Papa. Ach so, naja, nicht wirklich. Dafür hat er eigentlich keine Zeit. Und deine Mama? Ist die streng? Du musst mir helfen. Wir müssen Rupert zurückbringen und das Beet verteidigen. Sie ist nicht mehr weit weg. Und Rupert ist nicht gerade in Topform. Wir brauchen jeden Mann. Was soll ich tun? Such dir eine Waffe, pack Rupert und Hilfe gegen die Krähe. Ich glaube, ich kann das nicht. Doch, bestimmt. Na los, wir können Tobi doch nicht im Stich lassen. Hey, du kannst doch jetzt nicht einschlafen. Da drüben geht die Post ab.
Dieses Biest verträgt mehr, als ich dachte. Zum Teufel fällt dir ein? Hast du den Verstand verloren? Au, bitte nicht von Karl. Und du? Was hast du in meinem Garten verloren, ha? Ich hoffe, deine Eltern sind gut versichert. So, wie oft habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich diese hirnlosen Spiele satt habe? Zieh das jetzt aus und ab auf dein Zimmer. Hör doch einmal zu, wenn ich dir was sag. Du kriegst heute Abend kein Abendbrot. So, Karl. Du denkst also, du kannst einfach meinen Garten zerstören? Tut mir leid, aber so war es nicht. Beim Vorbeigehen, da habe ich gesehen, wie Tobi die Vogelscheuche umgehauen hat. Da wollte ich helfen, sie wieder aufzustellen. Mit meinem Gartenschlauch. Danach wollte ich das Beet gießen. Hör gut zu. Ich bin bei Gott nicht bescheuert. Und von so einer nichtsnutzigen Rotznase wie dir lasse ich mich bestimmt nicht verarschen. Aber du scheinst etwas reifer zu sein. Mein Sohn ist anders als andere Kinder. Ich glaube sogar, er ist verhaltensgestört. Weißt du, was das ist? Also kurz gesagt, er ist nicht ganz auf der Höhe. Er hat nämlich nichts anderes im Sinn als diese schwachsinnigen Spiele. Und er hat Schwierigkeiten, normale Freunde zu finden. Unterbrich mich niemals! Sein nichtsnutziger Großvater hat ihm ständig diese bescheuerten Märchen erzählt. Und ich fürchte, er hat dem Jungen dadurch den Sinn für die Realität genommen. Ich versuche jetzt schon seit Jahren, ihn wieder auf die normale Spur zu bringen. Aber er fängt immer wieder von Neuem an mit diesem Schwachsinn. Falls du also versuchen solltest, ihn noch tiefer in diesen Unfug zu ziehen, dann wird das kein gutes Ende für dich nehmen. Verstanden? Ich kann mich noch an jedes einzelne Wort erinnern. Doch aus irgendeinem Grund wollte ich ihr nicht glauben. Tobi war anders. Ja, er hatte diese Magie, diese Aura. Es war, als würden wir uns schon seit Ewigkeiten kennen. Erwartest du jemanden? Nein. Ja, bitte. Guten Abend. Verzeihen Sie die späte Störung. Ich nehme an, Sie sind Karls Vater? Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ist er da? Er ist in seinem Zimmer. Soll ich ihn... Oh nein, lassen Sie ihn ruhig schlafen. Ursula Wagner. Ich wohne ein paar Häuser weiter von hier. Es ist mir ein wenig unangenehm, aber Ihr Sohn hat heute mein Gemüsebeet demoliert. Karl, sind Sie sicher? Ich meine, das ist normalerweise gar nicht seine Art. Das war bestimmt keine Absicht. Das passierte wohl beim Spielen mit meinem Sohn. Das tut mir natürlich sehr leid. Also ich werde ihn... Oh nein, wie gesagt, das war sicher nur ein Versehen. Das ist mir natürlich sehr unangenehm. Das kann doch passieren. Na, dennoch.
Mein Sohn macht mir in letzter Zeit vermehrt Sorgen. Und seit mein Mann mich... Also, es ist alles ein wenig chaotisch. Aber Karl hat irgendwie einen guten Draht zu meinem Sohn. Ich hätte gern, dass er ihm morgen hilft, das Beet wieder in Ordnung zu bringen. Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist das Mindeste. Also kann ich um 10 mit ihm rechnen? Ja, da kann sich auf mich verlassen. Gut. Dann haben wir eine Abmachung, Herr... Albert. Entschuldigung. Vielen Dank. Schönen Abend. Gleichfalls. Karl? Da war eben eine Frau, wie hieß sie jetzt gleich? Das ist, Wagner? Wagner, genau. Sie hat gesagt, du hast ihr Blumenbeet zerstört. Ja, das war ein Versehen. Was soll das? Wir haben doch gesagt, wir versuchen nicht aufzufallen. Papa, ich wollte doch nur helfen. Ich kann einfach keine Scherereien gebrauchen. Das war ein Versehen. Das kann ich ihren Wiedergutmachungskorb schicken. Dabei weiß ich nicht mal, ob sie jetzt Schokolade oder Bleistifte mag. Nein, kein Kaktus. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ein Kaktus? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du wirst das wieder in Ordnung bringen. Morgen um 10 Uhr. Genau. Ist gut. Keine Widerrede. Ich habe gestern Nacht von Mama geträumt. Karl. Ich möchte endlich wissen, was wirklich war. Fang jetzt bitte nicht wieder damit an. Ich habe dafür wirklich keine Zeit. Das sagst du immer. Ich habe nächste Woche 2 Treffen mit größeren Verlegern. Bis dahin muss das Buch fertig sein. Das ist wichtig. Danach bin ich voll und ganz für dich da, versprochen. Klar. Man konnte einfach nie schlecht gelaunt sein in seiner Gegenwart. Irgendwie schaffte er es immer, mich aufzuheitern. Du bist wieder da! Ja, deine Mama hat gesagt, ich sollte etwas unter die Arme greifen. Jetzt gib schon her. Ich weiß nicht, ob es Ursulas Absicht war, aber von diesem Tag an wurden Tobi und ich unzertrennlich. Wir investierten viel Zeit, das Beet wieder auf Vordermann zu bringen. Naja, es lief nicht immer alles rund. Aber wir waren nicht immer schuld. Denn Ursula hatte einfach das falsche Werkzeug zu Hause. Und obwohl sie es uns strikt verboten hatte, schlichen wir uns immer wieder mit Rupert weg. Sehe ich wirklich so schrecklich aus? Nein, die hat bestimmt nur eine Biene gestochen. Natürlich wusste ich, welchen Ärger uns das einbringen konnte. Doch daran wollte ich nicht denken.
Schließlich hatte ich zuvor noch nie so viel Spaß. Okay, mein Kleiner. Krähen hassen Hirschkäfer. Also hast du gute Karten. Wessen glorreiche Idee war das eigentlich? Er hat das letzte Mal in meinem Fuß geknabbert. Ich dachte, er wollte unbedingt ins Team aufgenommen werden. Plan B. Weißt du noch, wie damals Rupert seinen Hut zurückbekommen hat? Er dachte, er wäre Indiana Jones und über seine eigene Peitsche gestolpert ist. Psst, nicht so laut. Jetzt reicht's. Seid ihr noch ganz dicht? Ich wollte gerade die Polizei rufen. Du kennst ganz genau die Konsequenzen, mein Freund. Also, was soll das? Wieso trampelst du dauernd auf meinen Nerven rum, ha? Bitte nicht! Du hast gar nichts zu melden, sei bloß still. Ich hab dir vertraut. Aber nein! Er hat Angst im Dunkeln. Ich bin schuld. Bestraft mich. Aber bitte lass Rupert wieder raus. Das ist doch kein Lebewesen. Dieses Ding hat keinen Namen und keine Gefühle. Hier, Holz. Warum verstehst du das denn nicht, ha? Holz! Verdammt, was ist denn bloß so los mit dir? Er hat mir nichts getan. Jetzt rein ins Haus. Oder ich mache ein Lagerfeuer. Du, das ist alles deine Schuld. Ich hab dich gewarnt.
mir leid. Das hätte sie nicht tun dürfen. Er hat ihr nichts getan. Sie versteht das nicht. Für sie ist es nur Holz. Aber sie weiß doch, dass Rupert. Wie kann sie nur so gemein sein? Erwachsene sind oft gemein. Aber wieso soll ich denn erwachsen werden? Ich will nie so gemein sein. Mein Opa hätte das nie zugelassen. Er hat mich immer verstanden. Los. Du gehst jetzt besser rein, sonst kommt sie noch zurück. Hey, morgen ist ein neuer Tag. Und Rupert bekommen wir bestimmt wieder hin. Danke. Bist du verrückt? Weißt du, wie du mich jetzt erschreckt hast? Sie hat es mir gestohlen. Was gestohlen? Sie muss es mir genommen haben, als ich geschlafen habe. Sie war hier. Was? Mit diesem komischen Holzstück. Das ist kein Gummisolstück. Mein Opa hat es mir gegeben. Ist es sehr wertvoll? Es ist ein magisches Amulett. Und es sollte nie in die falschen Hände geraten. Magisch? Ja, und er sagte, ich soll ja darauf aufpassen. Jetzt habe ich ihn enttäuscht. Weißt du, als ich noch sehr klein war, da erzählte er mir das erste Mal von der Legende der Moonboons. Dies ist keine gewöhnliche Geschichte. Viele glauben daran, als wären sie selbst ein Teil davon. Und du weißt ja,
An jedem Märchen ist doch etwas Wahres dran. Diese Legende ist uralt und wurde über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben. Vor langer, langer Zeit erzählten sich die Menschen des Königreichs Arcanium Geschichten über kleine mystische Wesen. Diese Wesen wurden Moonods genannt und besaßen große magische Fähigkeiten. Durch die schützende Magie der Moonods herrschte lange Zeit Frieden im Königreich. Doch eines Tages entdeckte Tarodius, des Königs treuster Magier, das Versteck der Moonods, und ein schimmernder Wurzelstock weckte seine Neugier. Unwissend, dass es sich dabei um ein Heiligtum handelte, entriss er es der Erde. Die kleinen Wesen waren enttäuscht von der menschlichen Schwäche und nahmen ihre schützende Hand vom Königreich. Tarodius entdeckte die magischen Fähigkeiten des Wurzelstocks und fertigte ein schützendes Amulett an, welches er in 2 Teile brach und den Kindern des Königs, Henrik und Adriana, zum Geschenk machte. Sie fanden heraus, dass sie die Gedanken und Erinnerungen der Bewohner des Königreichs beeinflussen konnten, sobald in diesen ein Funke des Zorns loderte. Während Henrik seine Hälfte dafür benutzte, um Konflikte zu lösen und die Menschen glücklich zu machen, hatte Adriana andere Pläne. Henrik bemerkte, wie das Amulett seine Schwester verändert hatte und beschloss, seinen Teil dem König zu übergeben, um es wegzusperren. Unterdessen war Adriana ihre Macht nicht genug. Sie schlich sich in das Labor des Magiers und in seinen Notizen entdeckte sie, dass sie mit dem 2. Teil des Amuletts ihre Macht ins Unermessliche steigern konnte. Als sie von der Tat ihres Bruders erfuhr, wandte sie sich wütend an ihren Vater und befahl ihm, ihr das Amulett auszuhändigen. Er versuchte sich zu wehren, wurde aber zornig auf seine Tochter, und damit war sein Wille gebrochen. Mit Hilfe des Amuletts entfesselte sie den Wahnsinn in ihm, ließ ihn unkontrolliert und mit schallendem Lachen aus dem Fenster des höchsten Turmes springen. Henrik beschloss sich ein letztes Mal, seinen Teil des Amuletts umzuhängen, um Adriana aus dem Königreich zu verbannen. Er schaffte es jedoch nicht, ihr ihren Teil des Amuletts abzunehmen. Sie begann mit Flüchen zu hantieren und erschuf grausame Geschöpfe, die sie mit Hilfe des Amuletts unter ihre Gewalt zwang. Der neue König sah die fürchterlichen Wesen und wusste, dass seine Armee dieser Übermacht ohne die Hilfe der Moonods nicht gewachsen war. Doch diese weigerten sich zu helfen. Erst als Henrik ihnen seinen Teil des Amuletts geben wollte, erkannten sie, wie schlimm es um die Menschen stand, und eilten zur Hilfe.
Die Moonroots nahmen ihr den Teil des Amuletts ab und befreiten die Wesen so aus ihrer Gewalt. Adriana schaffte es jedoch zu fliehen und wurde nie mehr gesehen. Der Zauberer Tarodius beschloss, seinen Fehler wiedergutzumachen und ermöglichte den Moonroots ein Leben in Ruhe und Frieden, indem er die Erinnerung an sie aus den Köpfen der Menschen löschte. Und seitdem, lieber Tobi, existiert nur noch diese Legende. Und keiner hat die Moonroots je wieder gesehen. Wir müssen es uns zurückholen. Aber es gibt eine zweite Hälfte, oder? Es ist offen! Karl, Ursula meinte, du sollst dich etwas vor Tobi in Acht nehmen. Er sei... Verhaltensgestört? Genau. Um Himmels Willen. Hätte er mehr Einfluss auf dich, als ich dachte. Du wirst ihn eine Zeit lang nicht mehr treffen. Was? Wieso das denn? Sowas Aggressives hast du früher nie gemalt. Seit wann interessiert es dich, was ich Rede male? nicht in diesem Ton mit mir. Du entfernst umgehend diese Bilder. Warum soll ich das tun? Das mache ich sicher nicht. Mein Gott, auf deine Mutter hast du doch sonst auch immer gehört. Und jetzt entfernst du sofort diese Bilder. Schön! Da! Die bedeuten mir alle gar nichts. Siehst du? Er zieht mich nirgends rein. Ich bin gesund. Jetzt lass mich in Ruhe!